Es ist Mitte März und wir sind wieder am Flughafen. Endlich. In ein paar Tagen hat Isa Geburtstag und als Geschenk gibt es diesmal einen Überraschungsurlaub. Sie weiß bis jetzt noch nicht, wo es hingeht, aber das erfahrt sie jetzt. Es geht nach Marokko! Wir sind Isa und Benny und gemeinsam sind wir IB Travels. Seit 2018 waren wir schon das ein oder andere Mal gemeinsam auf Reisen. Covid hat uns gezwungen, unsere Reiseziele in den letzten 2 Jahren auf Europa zu beschränken. Doch dieses Frühjahr haben wir es endlich wieder geschafft. Wir reisen international. Und als erstes geht es nach Marokko. So, Flug 1 von 2 ist geschafft. Wir sind jetzt 5 Stunden in Paris und jetzt suchen wir uns ein Plätzchen, wo wir hier die nächsten 5 Stunden verbringen. Und da ich bis vor kurzem noch nicht wusste, wo es hingeht, haben wir auch einiges an Videos nachzuschauen. Ladies and gentlemen, welcome to Marrakesh at Minera Airport. It is 10:43 p.m. Kurz vor Mitternacht haben wir es geschafft. Und morgen geht's los. Morgen schauen wir uns Marrakesch an. Guten Morgen aus Marrakesch. Wir haben die erste Nacht jetzt in einem Riad verbracht. Das sind die typischen Unterkünfte in Marokko mit dem Innenhof. Aber jetzt geht's erst einmal zum Frühstück. Unser erster Stop heute wäre die Medresa Ben Youssef gewesen. Das ist eine im 14. Jahrhundert gegründete Koranschule, wo früher Rechtswissenschaft und Theologie studiert wurde. Und heute ist es ein wunderschönes Museum. Leider hat es allerdings heute geschlossen. Es wird offensichtlich zurzeit gerade umgebaut. Mitten in der hektischen Medina befindet sich Le Jardin Secret. Dabei handelt es sich um einen Garten, wobei genau genommen eigentlich um 2 Gärten. Und zwar einen islamischen und einen exotischen Garten. Gemeinsam sind sie ca. 4000 Quadratmeter groß und dieser Garten wurde erst 2016 nach über 8 Jahren Vorarbeit eröffnet. Und hierher zu kommen ist wirklich eine super Idee, wenn man ein bisschen vom hektischen Trubel in der Medina flüchten möchte. Weil hier ist es herrlich ruhig und man hört ganz viele Vögel zwitschern. Die beiden Gärten sind versetzt zueinander angeordnet und in einem alten Riad aus dem 17. Jahrhundert errichtet. Sie sind täglich geöffnet und der Eintritt kostet 80 Dirham, also ca. 8 Euro pro Person. Der El-Badi-Palast war einst eine der größten und prächtigsten Palastanlagen Marokkos. Aber um ca. 1700 wurden große Teile davon abgetragen, um eine private Villa des damaligen Sultans zu bauen. Heute kann man die Ruinen besichtigen. Der Eintritt kostet pro Person 70 Dirham und es gibt auch einige Störche, die hier nisten. Wir wollen euch auch ein bisschen von unseren ersten Eindrücken in Marrakesch berichten. Seit heute in der Früh sind wir wirklich unterwegs und erkunden die Umgebung um unser Hotel. Und es ist ein Kulturschock. Es ist ziemlich chaotisch. Sehr, sehr chaotisch. Überall kleine Märkte, Stände, jeder will etwas verkaufen, jeder will uns irgendwo reinziehen. Darauf muss man gefasst sein und vor allem sehr aufdringlich sind oft diese Tourguides, nenne ich es jetzt einmal, die einen nur von A nach B bringen wollen und ja, kein Geld haben wollen und aber dann doch sehr aufdringlich sein können. Da muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Ansonsten ist es sicher schön, wir werden uns sicher noch dran gewöhnen an die Hektik und an das Treiben da. Und was wir uns bis jetzt angeschaut haben, war ja eigentlich wirklich wunderschön.
Sich in den Souks zurechtzufinden ist alles andere als leicht. Nicht umsonst wird das Innere der Medina auch der Irrgarten genannt. Wir haben uns deshalb eine einheimische SIM-Karte zugelegt, die ungefähr 1 Euro pro Gigabyte gekostet hat, und verwenden Google Maps, was wirklich super funktioniert, und damit klappt es auch mit der Navigation. Shukran. Nach 2 Jahren Pandemie ist so ein Anblick außergewöhnlich. Der Cema El Fna Platz oder auch Platz der Gehängten ist das pulsierende Zentrum von Marrakesch. Bereits ab 10 Uhr vormittags findet man hier Wunderheiler, Zahnärzte und vieles mehr. Aber erst nach Sonnenuntergang beginnt der eigentliche Trubel. Mit Affen, Schlangenbeschwörern, Gaukern, Feuerschluckern und viel mehr. Außerdem werden hier jeden Tag hunderte Esserstände aufs Neue aufgebaut, um die Touristen anzulocken. Guten Morgen aus Marrakesch. Heute ist unser 2. Tag und wir sind jetzt bereits aus der Medina heraus. Und ob es klappt oder nicht, da ist es wirklich ruhig im Vergleich zu Ihnen. Aber genauso chaotisch. Wir sind jetzt am Weg zum Jardin Majorelle. Das ist wieder ein Garten, ein angeblich sehr schöner, bekannt, weil er dem berühmten Modedesigner Yves Saint Laurent gehört hat. Bis gleich. Das ist der berühmte Jardin Majorelle, ein weiterer wirklich wunderschöner exotischer Garten in Marrakesch, wo jedes Jahr über 900.000 Besucher herkommen. Er ist ca. 4.000 Quadratmeter groß und wurde 1947 für die Öffentlichkeit geöffnet. 1980 hat ihn der berühmte französische Modedesigner Yves Saint Laurent übernommen und renoviert, und es gibt auch gleich daneben ein Yves Saint Laurent Museum zu besuchen. Zwischenstopp zwischen den Sehenswürdigkeiten. Wir gönnen uns auf einer der unzähligen Dachterrassen einen frischen Orangensaft. Am südlichen Ende der Medina liegt der Bahia-Palast. Bahia bedeutet die strahlend. Er wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut und verfügt über 160 Räume, Innenhöfe und Riads. Heute ist er Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Der Eintritt kostet 70 Dirham und wir empfehlen, recht früh am Morgen zu kommen, da am Nachmittag hier einiges los ist. So, wir sind jetzt zurück von unserem ersten Hammam. Genau, heute am Nachmittag hatten wir noch ein bisschen Zeit und haben uns kurzfristig dazu entschlossen, dass wir ein Hammam gleich in der Nähe von unserem Riad besuchen. Also das Hammam, für alle, die es nicht kennen, ist ein Dampfbad, ein Raum mit Steinfliesen und Wasserdampf, wo es sehr warm ist. Und das eigentliche Highlight im Hammam war, als wir mit einem Handschuh relativ grob über die Haut abgeschrubbelt wurden, sodass die ganzen Hautfetzen wegkamen und wir jetzt im Anschluss uns wirklich weicher und gepflegter fühlen.
Genau. Und immer wieder zwischendurch mit Wasserkübeln überschüttet und abgespritzt und wir waren nur zu zweit drinnen, also war wirklich nett. Danach haben es dann noch eine ganze Stunde Massage gegeben. Und das alles zum Preis von 450 Dirham. Also 45 Euro pro Person. Kann man wirklich nur empfehlen. Versucht das einmal, wenn ihr in Marokko seid, in Marrakesch seid. Es ist toll. Das 77 Meter hohe Minarett der Koutoubia-Moschee ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Marrakeschs und von jedem Punkt aus in der Stadt sichtbar. Die Moschee wurde bereits im 12. Jahrhundert erbaut und ist eine der ältesten in Marokko. Im Innern bietet sie Platz für 25.000 Gläubige. Wir als Nicht-Muslime dürfen leider hier in Marokko in fast keine Moschee. Das Besondere an dieser Moschee ist auch noch, dass sie freistehend ist, wohingegen die typischen Moscheen von Häusern umgeben sind und auch keine Gärten um sich herum haben. Kleiner Funfact: Das Minarett ist so gebaut, dass man über eine Rampe mit Pferden bis zur Spitze reiten kann. Circa 1 Stunde 30 südöstlich von Marrakesch liegt der Ort Seti Fatma, der vor allem bekannt ist für seine 7 Wasserfälle. In der Ortschaft gibt es einige Parkplätze, die man bezahlen muss, und es gibt auch Guides, die einen zu den Wasserfällen führen. Man muss aber nicht unbedingt einen nehmen, es ist gar nicht so schwer zu finden. Man muss einfach nur den Fluss überqueren und immer dem Weg nach. Es führen alle Wege zum Wasserfall. Der Weg an sich zum Wasserfall ist recht steil, man sollte gutes Schuhwerk anhaben, ist aber schaffbar und in ca. 30 Minuten erreicht man den ersten Wasserfall. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und am besten ihr abonniert doch gleich unseren Kanal und betätigt die Glocke, um in Zukunft keines unserer Videos mehr zu verpassen. Dann ist es losgegangen, dann ist sie mit ihrem Handschuh gekommen, der sehr, sehr rau ist und hat wirklich fest über den ganzen Körper gerieben, bis die Hautfutzeln weggeflogen sind. Also wirklich. Wirklich schlimm. Also ich habe sicher ein paar Schichten Haut heute verloren. Eigentlich angenehm. Super angenehm und urweich. Inmitten der hektischen Medina befindet sich das Le Chemin Secret. Chardin. Befindet sich das Le Chemin Secret. Nein. Le was? Chardin. Le Chardin. Ja, warte mal. Chardin? Chardin. Le Chemin. Chardin. Chardin. Da befindet sich das Le Chardin. Befindet sich das. Okay. Hunger! Jetzt geht's erst einmal frühstücken. Ja. Der Startpreis waren dann für 2 Säfte und ein Wasser 15 Euro. Da haben wir dann doch ein bisschen verhandelt und Dings war aber nicht so leicht.